Im Rahmen einer seltsamen Medizinstudie bot man mir $5.000 dafür, mich töten und wiederbeleben zu lassen. In der Hoffnung, das Jenseits zu erforschen. Was ich erlebte, wird mich bis an mein Lebensende verfolgen. Sind Sie bereit, Jack? Ich lag auf einem kalten, metallischen Tisch. 2 Pfleger hatten mich festgeschnallt. Dann trat ein älterer Mann im weißen Kittel an mein Kopfende. Sein Blick war ruhig, kontrolliert. Ich vermutete, das war Dr. Covenwood, der Leiter dieses makabren Labors. Ich schätze schon. Es war ein gefährliches Unterfangen. Ich sollte durch eine Kombination aus Injektionen und Gasen medizinisch getötet und anschließend wiederbelebt werden. Der Zweck? Eine Studie über Nahtoderfahrungen. Wenn alles gut ging, winkten mir $5.000. Keine Sorge, Jack. Wir haben das dutzende Male gemacht. Kein einziger Verlust. Alles wird gut. Ich weiß, was du jetzt denkst. Zu Recht. Das hier war illegal. Kein Mensch mit klarem Verstand würde sich darauf einlassen. Aber ich war verzweifelt. Die Pandemie hatte mich arbeitslos gemacht. Die Rechnungen stapelten sich. Ein alter Studienfreund, der für das Labor arbeitete, kannte meine Lage und lud mich ein. Also gut, Jack. Ich bin im Nebenraum, direkt hinter dem Einwegspiegel. Du wirst mich über die Gegensprechanlage hören. Sobald wir beginnen, gibt es kein Zurück mehr. Letzte Chance. Bist du dir absolut sicher? Ich zögerte, doch die Entscheidung stand fest. Es ging längst nicht mehr ums Geld. Der wahre Grund saß tiefer. Legen wir los, Doktor. Er lächelte. So ist's recht. Er verschwand rasch im Nebenraum, wahrscheinlich um loszulegen, bevor ich es mir anders überlegte. Denk dran, Jack. Du wirst nur 30 Sekunden weg sein. Für dich mag es sich länger anfühlen. Zeit funktioniert anders dort, wo du hingehst. Versuch dich zu erinnern. Berichte uns, was du siehst. Ich nickte zur Kamera über mir. Nun gut, Jack. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich erinnere mich noch, wie ich mich auf den Tod vorbereitete. Aber danach war alles verschwommen. Fetzen von Erinnerungen treibend im Ozean meines Bewusstseins. Ich erinnere mich an das Gefühl des Fallens und gelegentlicher Stimmen, die mir etwas ins Ohr flüsterten. Doch ich konnte beim besten Willen nicht verstehen, was sie sagten. Als ich wieder zu mir kam, nahm die Welt vor mir Form an. So seltsam es klingt, ich befand mich scheinbar in der Lobby eines großen Gebäudes. Hochwertiger Holzboden, prächtige Treppenaufgänge und Lichtstrahlen, die durch hohe bunte Glasfenster fluteten. Direkt vor mir stand ein Schreibtisch und dahinter ein Mann, offenbar ein Empfangsmitarbeiter. Er lächelte. Du musst Jack sein. Komm bitte mit. Noch ehe ich reagieren konnte, stand er plötzlich direkt vor mir. Er packte mich am Arm und im nächsten Moment standen wir im oberen Stockwerk vor einer Tür. Hier entlang, Zimmer 371. Der Aufseher erwartet dich. Und mit einem Wimpernschlag war er verschwunden. Danke auch. Völlig überfordert stand ich da und trat nicht gleich ein. Stattdessen lehnte ich mich über das Geländer und sah mich um. Die Wände waren voller Regale, jedes mit einer Sammlung von Gläsern, aus denen ein schwaches Licht schimmerte. Ich wollte sie mir näher ansehen, doch da ertönte eine gewaltige Stimme durch den Korridor. Komm rein, Jack. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Die Stimme kam aus dem Zimmer 371. Ich wollte das Wesen dahinter nicht noch ungeduldiger machen, also öffnete ich die Tür. Bitte, Jack, setz dich. Ein glatt rasierter Mann in altmodischer Kleidung saß hinter einem Schreibtisch und deutete auf einen Stuhl vor ihm. Ich setzte mich. Der Mann sah mich durchdringend an.
Wenn er mich einschüchtern wollte, es funktionierte. Gut, los geht's. Du hast bestimmt Fragen, also schieß los. Er hatte recht. Ich hatte Fragen. Wo bin ich hier? Er lachte leise. Ihr Menschen seid so vorhersehbar. Nun ja, mangels besserer Begriffe, dies ist das Jenseits. Ein Ort, an den alle Seelen nach dem Tod gelangen. Also ist der Himmel eine Art Kathedrale? Er schmunzelte erneut. Wer hat denn was von Himmel gesagt? Es gibt keinen guten oder schlechten Ort, nur diesen. Und nein, es ist keine Kathedrale. Jeder Verstorbene sieht etwas anderes. Du siehst das hier. Jemand anderes vielleicht ein Kloster oder eine Hütte in den Bergen, was auch immer euch den Übergang erleichtert. Er rückte sich auf seinem Stuhl zurecht, hob eine Hand und zeigte mit dem Finger nach oben. Eine Frage noch, Jack. Dann kommen wir zu den wichtigeren Dingen. Das war meine Chance. Der wahre Grund, warum ich überhaupt hier war. Kann ich meine Frau und meine Tochter sehen? Er hatte diese Frage offenbar nicht erwartet. Er drehte sich leicht zur Seite. Ah, jetzt verstehe ich. Deshalb hast du bei Dr. Corwinwoods Studie mitgemacht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Er sah die Überraschung in meinem Gesicht. Oh ja, Jack, ich weiß alles über den guten Doktor und seine Experimente. Er arbeitet für uns. Meine Überraschung wich Verwirrung. Er arbeitet für euch? Was heißt das? Der Aufseher hob erneut seine Hand und schnippte mit den Fingern. Plötzlich befanden wir uns woanders. Ein kleiner, weißer Raum. Zu weiß. Und das Licht war merkwürdig. Heller als ein normales Zimmer, aber dennoch dumpfer als ein Krankenhaus. Es war unangenehm. Und ich war wieder an einen Tisch geschnallt, bewegungsunfähig. Der Aufseher stand daneben und griff zu einem rollenden Wagen, voll mit Nadeln, Klingen und anderen scharfen Werkzeugen. Ich kann kaum glauben, dass ein Mensch sein Leben riskiert, nur um seine Liebsten wiederzusehen. Das ist bewundernswert. Aber nein, Jack, du wirst Charlotte und Leslie nicht wiedersehen. Wir haben Wichtigeres vor. Mein Herz raste. Ich wusste nicht, was er vorhatte, aber es konnte nichts Gutes sein. Was passiert hier? Was machst du? Ein schiefes Lächeln glitt über sein Gesicht. Nun, Jack, was der gute Doktor dir nicht erzählt hat, unser Deal besagt, dass er uns verirrte Seelen schickt. Im Gegenzug geben wir ihm Informationen über unsere Welt. Er umrundete den Tisch und schob den Wagen heran. Ich wand mich. Verstehst du jetzt, Jack? Menschliche Seelen sind hier eine Delikatesse. Ihr Geschmack ist berauschend. Er schloss die Augen und bebte. Wir sollten eigentlich keine Seelen konsumieren. Aber wir sind schon so lange hier. Milliarden von Jahren, vielleicht länger. Auch wir brauchen Reize. Doch es gibt ein Hindernis. Die Gesetze dieses Reiches verbieten es uns zu lügen oder zu nehmen, was uns nicht gehört. Wir dürfen euch nur mit eurer Zustimmung schaden. Deine Seele muss uns freiwillig überlassen werden. Trotz der Angst brachte ich ein paar Worte heraus. Warum sollte ich das tun? Er zeigte ein schauriges Grinsen. Das ist das Schöne an unserem Arrangement. Den meisten Verstorbenen bieten wir 2 Optionen. Lasst euch die Seele entnehmen oder lebt in einem Glas für alle Ewigkeit. Fast alle wählen das Glas. Aber du, Jack, deine Zeit ist noch nicht abgelaufen. Der Doktor wartet darauf, dich zurückzuholen, aber ich werde ihn nicht lassen. Es sei denn, du gibst mir, was ich will. Die Zeit wird stillstehen
bis du dich entscheidest. Deine 30 Sekunden werden niemals vergehen. Er leckte sich ekelerregend die Lippen. Wenn du zurück willst, sag's einfach. Ansonsten mach's dir bequem. Das war zu viel auf einmal. Und doch, es spielte keine Rolle. Der Gedanke, Charlotte und Leslie wiederzusehen, war das Einzige, was mich noch aufrecht hielt. Nun zu wissen, dass es niemals geschehen würde, das nahm mir jeden Antrieb zu leben. Nein, du kriegst sie nicht. Ich bleibe. Sein Grinsen verschwand. Er warf den Wagen um, packte mich an den Schultern, drückte sein Gesicht direkt über meines. Seine Augen waren nun glühend rot, sein Mund voller überlappender messerscharfer Zähne in grotesker Anordnung. Du wirst mir deine Seele geben, oder ich reiße dir jede einzelne Faser deines Fleisches vom Leib, um sie zu bekommen. Er stieß ein silbernes Messer in meine Brust. Sein Speichel tropfte in die Wunde wie Batteriesäure. Der Schmerz war jenseits alles Vorstellbaren. Ich schrie in purer Agonie. Er trat zurück, wischte sich das Kinn ab. Sein Gesicht nahm wieder normale Form an. Verzeih. Ich habe mich wohl ein wenig hinreißen lassen. Aber du wirst meinen Bedingungen zustimmen oder noch mehr Leid ertragen. Die Schmerzen waren kaum auszuhalten, doch ich würde mich ihm nicht beugen. Nein, ich weigerte mich. Sein Grinsen kehrte zurück. Du verstehst nicht, Jack. Die Qual, die dir bevorsteht, ist nicht körperlicher Natur. Er schnippte mit den Fingern und wir waren woanders. Ich war allein, in einem vertrauten Waldstück ganz in der Nähe der Stadt. Dort, wo wir manchmal zelten gingen. Die Sonne senkte sich langsam, die Luft war still. Kein Laut der Tiere. Es war die Nacht, in der sie starben. Und Jack? Sieht fast genauso aus, nicht wahr? Der Aufseher stand plötzlich neben mir. Was soll das hier, verdammt? Sein Lächeln spannte sich unnatürlich weit über die Wangen. Nur eine kleine Rekonstruktion der Ereignisse, die zum Tod deiner Familie führten. Ich starrte ihn entsetzt an. Du erinnerst dich doch, oder? Du warst im Wald, hast Feuerholz gesammelt, während sie am See spielten. Eine Träne lief über meine Wange. Hör auf damit! Doch er fuhr fort. Leslie fiel, schlug sich den Kopf am Steg auf und sank unter. Charlotte rief nach dir, aber du warst nicht da. Es geschah genauso, wie er es beschrieb. Jack! Sie ist ins Wasser gefallen. Jack, hilf! Oh mein Gott, sie ist bewusstlos. Jack! Wie in jeder Nacht ließ ich die Äste fallen, rannte los, Illusionen hin oder her. Ich konnte meine Familie nicht ignorieren. Deine Frau sprang hinterher, doch ihre Beine... ihre Beine waren zu schwach. Der Aufseher begleitete mich von Baum zu Baum. Seine Stimme hallte weiter, egal wo ich lief. Die Physiotherapie hatte geholfen, ja. Aber sie war erst seit einem Monat wieder auf den Beinen, Jack. Charlotte war auf dem Weg zur Arbeit von einem betrunkenen Fahrer angefahren worden. Ihre Wirbelsäule war schwer verletzt. Es war ein Wunder, dass sie je wieder gehen konnte. Der Campingausflug war ihr Wunsch gewesen. Ein Symbol ihrer Rückkehr ins Leben. Hör auf! Hör auf, du verdammter Bastard! Doch Charlottes Stimme rief weiter nach mir. Jack! Jack! Ihre Schreie wurden vom Wasser verschluckt. Da war dieses grausige Röcheln zwischen den Rufen. Ein Geräusch, das mich über Monate in meinen Albträumen verfolgte. Du kamst zu spät. Ich erreichte den See. Tränen liefen über mein Gesicht. Ich zog Charlotte und Leslie aus dem Wasser. Der Aufseher stand daneben und beobachtete. Ich versuchte Wiederbelebung, doch es war sinnlos.
Meine Mädchen waren tot. Ich konnte nichts tun, außer über ihren leblosen Körpern zu weinen. Na gut, Jack. Es wird Zeit. Zeit für Runde 2. Der Aufseher schnippte mit den Fingern. Wir waren wieder im Wald. Und erneut hörte ich Charlotte rufen. Die ganze Szene begann von vorn. Ich wandte mich zu ihm, schlug nach ihm, doch meine Faust stoppte in der Luft, als würde eine unsichtbare Wand sie abfangen. Er lachte höhnisch. Warum tust du das? Du weißt warum, Jack. Gib mir deine Seele oder ertrage dieses Dasein. Du wirst immer hier bleiben, gezwungen, die schlimmste Nacht deines Lebens wieder und wieder und wieder zu erleben. Ich rannte zum See, schneller diesmal, aber wieder kam ich zu spät. Genau so, Jack. Egal was du tust, es wird immer so enden. Du wirst sie niemals retten. Wir waren wieder im Wald. Was wird es sein, Jack? Ich rannte erneut. Der Aufseher folgte mir. Nein, ich tue es nicht. Ich kann sie retten. Diesmal. Seine Augen wurden rot. Seine Gestalt erschien an jedem Baum. Dann leide. Charlotte rief weiter. Ich lief weiter. Die Szene wiederholte sich. Wieder und wieder und wieder. Der Aufseher sah zu und lachte. Irgendwann war ich ausgeweint. Aber ich hörte nicht auf zu rennen. Ich musste weitermachen, musste es versuchen. Selbst wenn es nur eine Illusion war, ich brauchte es. Mehr als er wusste. Doch dann unterbrach er mich. Genug, Jack. Ich reagierte nicht. Jack, stopp! Ich lief weiter. Charlottes Stimme führte mich wie ein Licht durch den Wald. Noch eine Runde. Stopp! Sofort! Der Aufseher trat vor mich. Die Szene um uns herum verschwand. Nur Dunkelheit. Kein Licht. Nichts. Wenn du wirklich darauf bestehst, diese Erinnerung weiter zu durchlaufen, dann ändern wir jetzt die Spielregeln. Viel Spaß, Jack. Das ist ab jetzt dein Leben. Er schnippte mit den Fingern. Ich war wieder im Wald. Diesmal war ich allein. Komplett. Ein dunkler Nebel hing über dem Blätterdach. Die Luft war schwer. Ich rannte weiter, aber Charlottes Stimme blieb aus. Etwas stimmte nicht. Ich erreichte den See wenige Momente später und da waren sie wieder. Charlotte und Leslie. Doch diesmal standen sie aufrecht im Wasser. Ihre leblosen Körper tropfnass, Augen wie schwarze Löcher. Wasser floss aus ihren Mündern, tropfte in dicken Schlieren auf den Waldboden. Dann begannen sie, auf mich zuzugehen. Charlotte sprach als Erste. Du hast uns getötet, Jack. Du hast uns getötet. Ich stolperte rückwärts. Die Tränen liefen mir übers Gesicht. Charlotte, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Leslie trat vor. Warum hast du mich nicht gerettet, Daddy? Ich fiel auf die Knie, konnte sie nicht ansehen, doch sie kamen näher. Ich liebe euch. Ich vermisse euch so sehr. Bitte vergebt mir. Ich wollte das alles nie. Charlotte beugte sich zu mir, legte eine kalte Hand auf meinem Kopf. Du hast überlebt. Da verdienst du keine Vergebung mehr. Sie beugte sich vor und küsste mich. Ihre roten Lippen drückten sich gegen meine und der Geschmack des Todes überflutete meinen Mund. Ich versuchte mich zu lösen, doch sie hielt mich brutal fest, presste meine Stirn an ihre Brust. Dann begann sie, mir den Atem zu rauben. Wortwörtlich. Leslies Stimme erklang daneben. So haben wir uns gefühlt, Daddy.
Wir konnten nicht atmen. Jetzt darfst du fühlen, wie das ist. Ich rang nach Luft, wandte mich mit letzter Kraft, aber ich kam nicht frei. Gerade als ich glaubte, mein letzter Atemzug wäre gekommen, geschah etwas. Zuerst nur ein Flüstern, dann klarer. Eine Stimme in meinem Ohr. Ich kannte sie. Charlotte. Die echte Charlotte. Rette uns, Jack. Ich verstand nicht. Bitte, Jack. Du musst einen Handel mit dem Aufseher eingehen. Einen Handel? Okay. Das konnte ich tun. Mit einem letzten Kraftakt riss ich mich los und sog die Luft ein. Noch bevor die beiden Leichengestalten wieder zuschlagen konnten, rief ich: Okay, ich bin bereit zu verhandeln. Sofort verschwanden die toten Körper. Der Himmel öffnete sich. Der Nebel wich. Vollmondlicht spiegelte sich auf den kleinen Wellen des Sees. Der Aufseher trat hinter mir aus dem Schatten. Na, hat sich da jemand umentschieden? Ich atmete noch immer schwer, doch Charlottes Stimme war noch da. Ein Flüstern in meinem Kopf. Er kann nicht lügen. Stell ihm Fragen. Okay, ich gebe dir meine Seele, aber zuerst habe ich ein paar Fragen. Der Aufseher rollte mit den Augen. Von mir aus. Frag schon. Frag ihn nach den Seelen im Glas, was er mit ihnen macht. Was machst du mit den Seelen, nachdem du sie eingesperrt hast? Sein Blick verengte sich. Er roch Lüge, war aber gezwungen zu antworten. Wo kommt das denn her, Jack? Antworte einfach. Er knirschte mit den Zähnen. Die meisten bleiben dort, unberührt, in ihren Gläsern, auf ihren Regalen. Aber manchmal holen wir sie heraus und fragen erneut nach Einwilligung. Frage nach dem Wie. Wie fragt ihr sie? Durch Folter? Seine Augen weiteten sich. Ein kaltes Grinsen legt sich über seine Lippen. Natürlich, Jack. Wie denn sonst? Frag nach uns. Und Charlotte? Und Leslie? Quält ihr sie auch? Er beugte sich leicht nach vorne und kicherte. Natürlich. So wie ich dich gequält habe. Sie durchleben denselben Abend wieder und wieder. Deine Frau ist stark, aber ich werde sie brechen. Dann gehören mir alle 3 Seelen. Ein perfektes Set. Mein Blut kochte. Ich wollte ihn zerreißen. Doch Charlottes Stimme besänftigte mich. Rette uns, Jack. Plötzlich wurde mir alles klar. Ich hatte den Plan. In Ordnung. Ich gebe dir jetzt eine Wahl. Der Aufseher runzelte die Stirn. Du? Gibst mir eine Wahl? Ja, du kannst versuchen, uns weiter zu quälen, aber ich garantiere dir, Charlotte wird niemals einknicken. Und ich auch nicht. Nicht solange wir einander haben. Du kannst also weiter Zeit verschwenden oder... Und ich weiß, du hast Besseres zu tun. Du lässt mich gehen. Er wirkte verwirrt und doch nachdenklich. Dich? Dich gehen lassen? Ich nickte. Keine weitere Folter, keine Manipulation. Der Doktor darf mich zurückholen und wenn ich sterbe, dann gehört dir meine Seele. Du bekommst uns alle, das garantiere ich dir. Er trat zurück, dachte nach. Du machst ein gutes Angebot, Jack. Normalerweise würde ich so etwas nicht einmal in Erwägung ziehen, aber ich habe genug Zeit mit euch dreien vergeudet. Dann hob er den Finger
Ich bin großzügig. Du bekommst 2 Jahre auf der Erde, mit Seele, mit Bewusstsein. In dieser Zeit wird deine Familie in Ruhe gelassen, aber danach stirbst du. Und ich hole euch alle 3. Euer familiäres Band gilt dann als gemeinsame Zustimmung. Ich wollte diese Bedingungen nicht annehmen, aber dann kam Charlottes Stimme. Tu es, Jack. Es ist okay. Wir haben 2 Jahre. 2 Jahre, um einen Ausweg zu finden. Ich mochte es nicht, aber ich musste ihr vertrauen. Sie wusste immer am besten, was zu tun war. Einverstanden. Deal. Der Aufseher lächelte. Dann schnippte er mit den Fingern. Ich erwachte im Labor. Dr. Covenwood war bei mir, behandelte die Wunde in meiner Brust, die der Aufseher hinterlassen hatte. Oh, gut. Sie sind wach. Ich blickte ihn an, voller Abscheu. Er verstand sofort. Ich weiß. Es tut mir leid, Jack, aber das ist einfach der Preis. Die Forschung, sie ist wichtig. Sie könnte die Menschheit retten. Er beendete die Versorgung, löste meine Fesseln und trat zurück, als rechnete er mit einem Faustschlag. Du hast Glück, dass ich einen Deal mit dem Aufseher gemacht habe, um meine Familie zu schützen. Er ging in den Kontrollraum, sprach über die Sprechanlage weiter. Weißt du, Jack, das war alles Teil des Plans. Früher reichte eine Seele, aber der Aufseher will jetzt mehr. Es gibt keinen Ausweg. In 2 Jahren ist alles vorbei. Ich hoffe, du verstehst das. Dann das Geräusch einer Tastatur und schließlich eine Stimme. Charlottes Stimme. Rette uns, Jack. Mein Herz blieb stehen. Ich habe alte Aufnahmen deiner Frau genommen, ein Programm geschrieben, das meine Stimme in ihre verwandelt. Alles, was du gehört hast, war ich, Jack. Alles. Es tut mir so leid.